uns kon scheiden. Nicht eine wohnt, du brückst du alle du brückst du. Wir werden fast gebongen, durch deine Gnade von all die Tjänen auf, die fallen auf. Du röpst mir ut dort Graf, du röpst min händen dort Licht, du röpst min Nomen in min Hort dort Licht. Dine Läufe skrata, dine Läufe starka, dine Läufe weit mir, der weit mir ab. Dine Läufe skrata, dine Läufe starka, dine Läufe weit mir, der weit mir ab. Wilde dies beschaderen, in al die doodes komt zum levend weg, zum levend weg. Hier het Leid von Leben, in al die Schöpfung singt wie Leben hat, ins Tüles hat. Du röpst mir ut dort Graf, du röpst min händen dort Licht, du röpst min Nomen in min Hort dort Licht. Dine Läufe skrata, dine Läufe starka, dine Läufe weit mir, der weit mir ab. Dine Läufe skrata, dine Läufe starka, dine Läufe weit mir, der weit mir ab. Die han Läufe vom Tod kann uns nicht holen. Wir singen Lied, wie Leben hat, willst du lebst hat. Wie han Läufe vom Tod kann uns nicht holen. Wir singen Lied, wie Leben hat, willst du lebst hat. Wie han Läufe vom Tod kann uns nicht holen. Wir singen Lied, wie Leben hat, willst du lebst hat. Dine Läufe skrata, dine Läufe starka, dine Läufe weit mir, der weit mir ab. Dine Läufe skrata, dine Läufe starka, dine Läufe weit mir, der weit mir ab. Dine Läufe skrata, dine Läufe starka, dine Läufe weit mir, der weit mir ab. Dine Läufe skrata, dine Läufe starka, dine Läufe weit mir, der weit mir ab. Röpst mir ut och Graf bino. Du röpst mir ut all mine sjån. Jag säg då dåle as förgång, då ni as jag kom. Ni har överstånd om skrån. Jag kan leva än i Jesus, har du jag såns frihet. Nicht mehr gebungen sind im Diensten, jag lever dina Leuben scheinen, har du jag såns frihet. Jag ser med härlighet geklädd, din Herre jest dig liv än mig. Der Vergangenheit hast du betont, dort mir es hin.
euch uns Freiheit, die euch uns die Freiheit, die Kirchen sind weit. Freiheit, hoi die euch uns Freiheit, die euch uns die Freiheit. Halleluja. Freiheit, hoi die euch uns Freiheit, die euch uns die Freiheit, die Kirchen sind weit. Freiheit, hoi die euch uns Freiheit, die euch uns die Freiheit. Halleluja. Nie heim, bist du uns groß. Ich kann leben in mir, nicht mehr gebunden sind im Diensten. Ich lebe in deinen Leuben scheinen, hör die euch sonst Freiheit. Nie heim, bist du uns groß. Ich kann leben in mir, Jesus, hör die euch sonst Freiheit. Nicht mehr gebunden sind im Diensten. Ich lebe in deinen Leuben scheinen, hör die euch sonst Freiheit. Ich kann bist du uns groß. Du lebst in mir, Mann. Du lebst in mir, Mann. Nicht mehr gebunden sind im Diensten. Hör die euch sonst Freiheit, hör die euch sonst Freiheit. Leuwe war all dort weiten, de Gnut so fallen frei. Ich weit dort Jesus rat mi, in dots genug für mi. O wundervolle Rettung, von Sinn merkt heu mi frei. Ich weit dort gerat sie, in dots genug für mi. Halleluja, keiner grata. Halleluja, Wort von Rada. Ohne euch dieses Gebrechen und dort Christ, die Opfer durch es genug für mich. Oh, nehm min Gott Sennen, lud min Hart für immer singen bloß von dinen Leid, in Gottes genug für mich. Übertraf von meine Fehler, steht heich aus um in sich, dort Christ von dinen Rettung, in Gottes genug für mich. Halleluja, keiner grata. Halleluja, Wort von Rada. Ohne euch dieses Gebrechen und Gott Christ,
Good morning, Sola. Welcome to Lebenswasser. Die wordt gekeken durch YouTube oder Facebook online. Ons vreet dat je met ons top zijn van jou. Kijk jullie alle welkom wanneer je het eerste mal ons kijken van jou en je ja zijn. Dat is goed dat je met Lebenswasser top zijn op deze weg. Mir war ein von unseren Werten ever zu gehen in unsere Kirche. Wir nennen die Werten, auf Englisch würden wir vielleicht sagen Values. Das sind Dinge, die uns sehr wichtig sind. Und das ist, was ich von der Welt ever gehen, die sagt es, dass wir wollen die Welt für Jesus gewinnen. Jesus ist die Hoffnung für diese Welt. Jesus, der sagt auf einer Stelle, ich sehe die Wahrheit, ich sehe die Wahrheit und ich sehe das Leben. Und wir haben die Hoffnung, und was Jesus will hat, dass wir sollen tun, ist, dass wir sollen rausgehen und wir sollen anderen Menschen auch die Hoffnung geben. In dieser Zeit, wo wir gerne leben, das ist eine goldene Zeit, das ist eine gute Zeit, wo wir können rausgehen und sagen, Jesus ist die Hoffnung, er ist die Wahrheit, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Das ist uns wert in unserer Kirche und wir würden bis gleich dort mit Jün Taub zu tun. Als Kirche, alle Taub, wollen wir das ernst nehmen, wenn wir rausgehen, wie die Gelegenheit haben, dass wir das können mit anderen Menschen mitteilen. Wir werden nächste noch eine Obergott-Geschichte kicken. Wir haben einmal eine Obergott-Geschichte gespielt und ich sage einmal, dass alle haben vielleicht eine Zeit in uns Leben, wo wir sagen, ich will aber hier in mein Leben und dann Obergott kommen und habt uns da durch. Aber was immer das ist, alle von uns haben eine Obergott-Geschichte. Hier von der haben wir eine interessante Obergott-Geschichte. Kijk naar dat. Mijn naam is Chito Freis. Ik woon in Campo 38, Chihuahua, Mexico. Mijn twee kinderen zijn hier met mij, Bradley en Michaela. Ik wil hier een klein van de Wunder Gottes vertellen, wat met even in het jaar 3 passieren daar, februari 27. 2019. En ik heb fertig gehört van Wunder Gottes. En we hebben fertig gelezen van de Bibel van Wunder Gottes. En immer so gedacht, wanneer de Wunder Gottes nu moet weer passieren. En wanneer dat moet ook zijn kan. En door den dag, dan heb ik gezien wat God doet en wat dankbaar we ervoor zijn. Ze voeren naar de Lebenswasser, naar de jeugd en vandoor, ze zijn op weg te gaan, maar ze voeren eerst eten. En dan trafen ze door wat vrienden aan en door ze eten doen. En die vriend, de ene van die zegt ze wil gleichen Bradley zijn truck te zijn. Ze hebben nog helemaal den truck gezien en ze willen gleichen te zijn en den zag smaak. En dan en door kreeg ze den te zijn en vandoor voeren ze naar de kerk. Zodat we laatste jaar in Merwijk, dat we een gewone dag en we voor de jugend zoals. En aan zich van de kerk dan wegvoeren in het huis. En zijn ze wat in de Rubio. Voor ze in de Rubio aan. Dan geven we de knoopdans voor. De knoopdans van ik daarvoor dat we een plek te rafen. En Bradley dacht, nee, dat zijn ook te rafen. En daar is stel gaan en als alle stel. En dan gaat er om den trak kijken. En dan zeg je, dit is een raaf larig. En dan zegt hij, oké, ik wil iemand om sidewalk vieren. Mijn held om heavy stellen en wel om sidewalk vieren. Toen extra om zaten. En dan kriep dat in trak na en wel voren. En dan knot er waren. En dan kriep Bradley riet. En dan in de meer zag ik de puft in zwart. En dan wist ik dat we een chassen, dat eens weer de scheiden en Bradley weer op een trak riet. En dan später dat in zijn arm passiert wordt. En hij gelooft bloß dat de transmission als 2 hield. Je komt die met de Isel eruit en in zijn arm aan. So ik deed mijn voet nu in. En dan Bradley zijn noem. En ik wist niet wat hij deed. En ik zag zijn noem. En ik dacht bloß, ik wil niet eens voor afstunden enzovoort. Want ik wist niet voor de chassen wo die gaan. En ik wil niet geschoten krijgen. En dan had ik zo angst voor Bradley dat wo die is. En hij staat er ganz vrij. En hij zit daar op de highway dat 4 uur en zo. En hij gelooft dat schmieden vielleicht fireworks te gaan. En dan Bradley zijn noem zo dat hij wordt niet horen, dat hij wordt harken, dus dat hij wordt weten wat er aanging. En zo, ik neem mijn phone eruit en wil mijn dad voeren en proef de password in aan, op ik kan gaan en dan had ik mijn phone disabled. En dan deed Bradley rond, hij doet raam den pick-up en merkte die op en holt er eruit. Dan ran ze van een pick-up weg en dan zit er dat. Der heeft de truck, der heeft veel lager.
Da haben sie geschoten. En zo, ik weer de baan braalbellen zien noemen en daar mijn hingen van mijn kop. En ik had aber te angst om te nap en ik wist niet hoe de schossen ja. En zo, brallie die braal me noemen ook, ik kan het hier en dan had er niet mijn zier. En dan haalde me eruit en ik neem mijn dingen en dan dragen we naar het restaurant. En dan probeer ik die deel op te maken, waar we thuis slaan, zo we kunnen gaan naar en we doen zo in de aik. En dan kijk we raam. En dan zei de bruid dat hij af geschoten gekregen. En dan wist ik niet wat te doen. Nou, hoe hast du geschoten gekregen? En dan kijk ik niet in en dan zag dat we ons in arm oké. Het is ons in arm, het is zo slag. Dan geef we die bruid in Svens noem. Ik heb door een paar lied wat ook van de kerk komen. En ze kan den Trag nicht wirklich über dem Jahr, was du mit der Lied mit ist, der hat den Trag zum ersten Mal gesehen, kriegt bei das Restaurant, wo sie jeden haben. So sie sagen, dass das ein Trag der ist, du verschulden. Und als du mit vorbeifahren, und sie haben den immer gesehen, und sagt sie, das Bradley ist ein Trag. Und der Lied, der hat einen Stall, Brecken und Backen 3, mag all dort, en toen ze ook ihr Leben op spel zaten, toen mijn 2 kinderen daar abhängen. En dan kijk we naar de kar en dan zag we dat we zo om de hand komen. En zo we randen schwinnen de kar en dan kruipen we ernaar en dan we aan weg naar het hospitaal. Ze gingen wees zijn, daar vonden ze ons dat. We hadden het zo doorgelegd. Tina had vielleicht voor 5 minuten vorig met een gebed dat Gott soll die Kinder beschützen. Und hier ist ein Phone Call und sie haben sie in ein Haus geschoben und sie sind dabei im Hospital. Ich dachte an 3, warum ich nicht geschoben oder warum ich durch nicht gestorben. Aber Gott, der hat einen Plan für mich, da bin ich dann von meinem Leben. Und da wurde ich dann in Nairobi, wo die Scheiterei vergehen und wo die Schuss, was da alle in der 40 Bern wir. Dat we en denk wat er wordt zijn aanchecken, dat die weer een weg. Die worden het niet gemerkt hebben. Maar God, der houdt de hand te ver, hij stelt het door aan, die schassen opving. Ik weet niet wat ik zal zeggen, maar God is, die werden bijvoeren, werden af, die beschützt. En wir sind so dankbar für das. Wir können von Anfang an sagen, weil Gott du erst bei warst. Erstens erst Gott hat dem Jahr den Trag zu sein, bei das Restaurant. Und dem Jahr den Trag nicht gekannt hat, da wurden meine Kinder nicht sein abgepickt, so hastig. Und wir wollten nicht, was wohl passiert sein. Und dann hat der Lied mal vorbeifahren und der Lied sagen, ihr Leben abspielen. Toen mijn kinderen daar ophingen. En dan voeren ze naar het hospitaal en dan we voeren er dan ook aan. En we denken dan zo, oké, wat het zijn, maar we zijn ook weer nog een beetje aan de zorg, wees ik hier zien sterven. En dan dacht ze, oké, dan is het vielleicht niet tot euch. En het is wat door weer en we niet zo zeer euch, maar de Schuss weer nog een baan. En dan dat de dokter een Schuss eruit neemt. Voor het huis en ik ben nog nog zo aan de zorg in oven. We hebben voetsgas, dat we een grote onderscheid. Nächste dag een ware gas. Maar die tweede nacht dan meer danach, dat vond mir dan schwierig te worden. Dan dacht ik plus, wat is door eersten passiert, der eersten Zuhus passiert. En dat mijn kinderen nog in huis zijn. Wellicht had we die kunnen ganz anders aantragen. Dat die vielleicht al niet leven willen, oder so ja 2 en zo staat. Maar dan stand ik op en dan denk ik, en mijn kinderen er staan en dat ze, want die willen op zijn, ik wil die daartoe zijn, dat ik kan zeggen gleich in die. En wat dankbaar ik weer dat zij erbij waren. Maar zij sluiten en ik kan het meisje doen, dat ik afweer. Dan ging ik weer slopen. En nächsten dag dan voor we den Truck bekijken. Erst den Staupen Korallonbahn, voor we den Truck bekijken.
En dan doe je maar nog eenmaal een zware tijd daar. Zoveel laag als de trok hoor. En wo de alle ween hoor. En wo worden die kinderen weer zo beschützt worden. Mijn zin, den trust wat de hoor die kern, de wie daar gedeel komt. Dan afgezet en omnemen. En een trust bij het stier. Hij houdt zijn hand zo stil om stier. Schaas komt van een zijde daar geruid. En dat stift ze van het glas. Zijn hand wie ganz fijn vol glas. Zo dichtbij weer de schaas te voorbij gaan. En hij had nog, de Bradley had nog een t-shirt, had hij nog Peter Plomo van Schaas wie in de aangebracht. Zo de schaas wie door dichtbij wordt verspreid. En door Peter aangevoerd en aangebracht in de huid zijn. En Michaelis aan de andere zijde, die hing aan de beaard, zij tegen haar kop, aan de kap, door haar zingerd lag. En voor haar, vielleicht zo'n enkele of van haar, daar geruid, door zijn lag. En wat hij door, ja, van een chas bij den anderen, als vielleicht zo'n enkele, nein, en door weer haar kop was. En zij had maar eerder hoor, had zij bij de chas van zijn plomen stond. Wat door man weer lazen we thuis eruit als hij thuis weer. Aber Gott, der wir door, der hat uns da von Anfang an, tja wie sein, Gott dabei wir. Nächste Woche war eine Botschaft hier von Pastor John. Das ist der zweite Sonntag, was er redet von der Näakjste Staupen. Und wir sind excited für diese Botschaft, wo er bern ist. Das war noch einmal diese Sonntag sein und noch einmal 2 Meier. Und hier ist Pastor John, weil wir sein, was wir können lernen, durch Gott sehen wird. Good morning, Lebenswasser. Wat is het van jou? We zijn een interessante tijd in ons leven. Ik kan niemals zeggen al deze jaren wat ik gepredigt heb, dat ik zelfs zondagsmorgens thuis zat en mij zelfs aanhorig. Maar vandaag is vrijdagsmorgens. En zo we doen dit in de week opsnaken, wenn we in onze kerk schaffen doen. En zo zondagsmorgens, of vandaag kan we zeggen, vandagsmorgens, zo zat ik ook thuis met een kop koffie. Vielleicht some huevos oder rancheros oder wat, en horig mij zelfs aan. Ik weet niet of je daarvoor ook mal gehad hebt in je leven, dat je je zelfs verpredigen. Maar ik heb veelmaal, wenn ik horig verder met mijn ene boodschap, plus zum zijn wat het zit, of wat ik zei, of zo'n dingen. Maar we zijn een interessante tijd. En ik wens je een zeer goede zondag. Ik wens je würden durch deze tijd niet moedloos worden, dat je würden wassen in je geestelijk leven. En so dat is de thema wo we ben zijn. Ons geestelijk leven, wo we wassen en zo'n dingen staat. En zo we namen dat Näakjste Staupen. We hebben gehoord van velen van jullie dat die willen geestelijk wassen. En ik geloof we willen alle. Dat is ons ziel in ons leven. Dat is ons verlangen verder. Dat we willen geestelijk wassen. En zo veel zondag red ik aan leven verwassen. En ik red van dat we moeten eerst mal geestelijk leven gaan, voor we kunnen wassen. En dat geestelijk leven, dat komt van God. Geestelijk leven komt van God. Dat wordt het thema voor je zondag. En ik wil zo sehr wensen, wanneer je dat verstaan kan, dat we gaan niet geestelijk leven, waarin we vielleicht so ja religieus zijn, oder ons zitten terecht van buiten, oder die dingen wat we doen. We gaan geestelijk leven door te geloven aan Jezus Christus. En dat geestelijk leven, dat komt van God. En zo dat is de grond wat we moeten hebben voor deze ganze serie van boodschappen. En dat thema van der, dat gaat wieder van dit, maar we moeten dat eerst klaar hebben, dat we gaan geestelijk leven. En dit is een grondleidende waarheid, ohne wonen wie niet geestelijk wassen. Want we geloven dat als we vielleicht een gewisse ding doen in ons leven, we doen veel Bibel lezen, we doen veel beden, oder veel fasten, dat zijn alles goede dingen. Maar we moeten eerst leven hebben, voor we wassen. Dat is ons bekend in ons garten, dat is ons bekend op onze stab, dat is ons bekend met onze kinderen, die moeten eerst mal geboren zijn, zo te zijn, die moeten eerst mal leven zijn, voor de wassen. En gezonde dingen, die wassen. Wanneer we een gezonde garten hebben, die wast,
wenn wir gesunde Kinder haben, die wassen. Und wenn wir ein gesundes, jährliches Leben haben, das wasst. Und das ist das ganze Ziel in uns Leben. Wir wollen jährlich wassen. Du wirst jährlich wassen. Viele von uns haben das Verlangen. Und das ist ein gutes Verlangen. Aber wir wollen klar halten, dass ohne dass wir Leben haben, können wir nicht jährlich wassen. Und so das ist der erste Stopp. Leben verwassen. Das nächste Thema, was ich von dir will anreden, das ist Busse für Rechtung. Na weet je, viele von uns, wir haben eine rechte WhatsApp geschickt, nur das rechte Nummer. Mir hat das mal so gegangen. Vielleicht will ich meine Frau was schicken, vielleicht auch sagen, ich wäre gut, dass ein so eine Dinge steht, aber ich habe gerade mit 6 mit ihm geredet und ich check, was ich tue, und ist nur 6 mit ihm gegangen. Ich stelle mir so vor, ich habe manchmal so eine Dinge belebt und dann denke ich, sehr böse sich auflaschen. Aber dann habe ich eine Person das doch gut gesehen. Oder vielleicht hast du es in der Gruppe angeschickt, wir haben mehrere das gesehen, die lachen die alle über die. Und wir haben rechte WhatsApp geschickt oder rechte Nummers. Und dann dürfen wir sagen, hast dich Busse. Dann werden wir böse haben, dann dürfen wir schön auflaschen, dann dürfen wir noch einmal, dann dürfen wir eine rechte Nummer. Und manchmal denken wir vielleicht so, wann wollt noch mal lernen? Einmal war das rechte tun. Ich glaube so, ja, dann steht fertig ans Leben. Wann wollt mal lernen? Nicht einmal war das tun, ich wollte das nicht mehr tun, ich habe mich so viel genommen. Ich würde es nicht mehr tun. Und, aber das ist ein Ding, wo wir mit kämpfen. Und so, ein Ding, mal wie klar haben ans Leben, dass das als Rechtung nicht vernehmen, was dein Ziel bestimmt. Rechtung nicht vernehmen bestimmt dein Ziel. Das ist so in alle Areas von uns Leben. Wir müssen an uns Geld denken. Ich habe ein Ziel, vielleicht bist du jung, oder ich habe ein Ziel, als ich jung wäre, dass ich in die Wasserstadt ankommen mit meinem Geld, dass ich mit, wenn ich 50 wäre, wo ich top gesammelt habe, diverse Dinge. Und dann einmal kommen wir 20, 30 Jahre lauter ans Leben, und wo wir sind wie das, was wir wollen sein. Wir sind vielleicht sehr deep in Schuld. Das had ik me never geplant. Dat ik had gauw vernemen. Dat ik wil zes wil zijn in mijn financiën als ik nu zie. Maar weet je, dat weer de Rechtung waar ik ging. En dan jeder man een beetje meer brokken zich verdienen. En dan deed het langzaam en lachen. Maar eenmaal 10 jaar later, 20 jaar later, zijn we een grote trouble, wenn we gaan een waag gaan, wat niet recht weer. En dan van door terug, dat deed eenmaal lang. Door Busse doen, dat is een goede ding, maar verder moeten we dan schritt bij schritt teruggaan en dat duurt ons veel te lang. En vele mensen ändern niet hun leven, weil dat duurt te lang den Weg teruggaan. En dan waren we eind een schroetsweg ving, en dan komen we eenmaal nog alle in trouble. Datzelfde ding passiert moralisch. Vielleicht had ik niet veel genomen dat ik een reines leven leven, ik wil einfach mijn eigen fan zijn, ik wil niet allerhande onrechte dingen doen en de seksuele dingen, de zonne dingen staat. En nu bij eenmaal 10 jaar later is de eigen 2 en ik zie een onmoralisches leven. Dat heeft te doen met de richting waar ik ging. Verder moeten we gleich andere mensen schuld te geven voor de leer waar ik nu zie. Maar dat weer mijn richting wat mijn ziel bestemmt. Viele Menschen in ihr Leben befinden sich auf einer Stelle, wo sie nicht wollen sein. Sie haben ein großes Vernehmen, durch näher ranzukommen. Aber sie erlauben sich eine Richtung, die den durch Hand führt. Und das ist, wo Busse nennt kommt. Weet je, Gott hilft uns Busse. Gott sagt, dass Gott seine Gnade hilft die Busse. Ich weiß nicht, was du über Busse denkst, oder über Umkehren, wo du einmal vielleicht applaudit sein. Ich habe viel in meinem Leben ein sehr negatives Denken gehabt über Busse. Na, die Ursache für das wäre, wenn ich was ab in ein System, wo Busse bei mir meint, dass ich nicht für die ganze Kirche kommen, alle Geschwister und alle meine Sinnen aufdagen und sie würden sich damit ranplüdern gehen. Und so eine Dinge haben viel gegeben im Leben. Vielleicht hast du es belebt. Du wirst am rechten Weg. Aber du gehst an, du denkst Busse. Und du gingst vielleicht nur um Prediger, oder du bekannst deinen Sinn. Aber du musst dort durch die ganze Kirche schlafen. Und du hast dort weggeschmissen, du hast die verbessert, in die Kirche, wenn so eine Dinge. Ich meine, ich handle viel mehr mit Menschen, was krank auf der Stadt sind.
Und so Busse für uns ist ein negatives Wort. Aber Busse ist endlich die Gnade Gottes. Weil Gott erlaubt die, zu wehen. Weil wir denken an den verlorenen Sohn. Die nehmen sein Vater sein Geld, sein Aufgut, ging dort verleben mit Hurerie, mit Wille Frühs und Wille Partys und Trinken und Drugs und weiß nicht was alle. Und dann der Busse. Und dann kommt der Drei. Und das ist die Gnade von den Vater, was den erlaubt, zurückzukommen von den Weg. Und weil Busse ist Gott seine Gnade. Busse ist endlich die andere Seite von Glauben. Wenn ich Jesus im Glauben annehme, und die andere Seite von dort sind, ist Busse, er durch Umwegen wegdrehen von meinem sinnlichen Leben in Gott drehen. Und so ich wünsche, wir würden verstehen, dass Busse ist nicht ein negatives Ding. Wir als Menschen haben das einmal negativ gemerkt. Wir als Menschen, unsere Religion, wir merken das negative Ding von Vierten. Und wir haben Menschen durch Dinge durchgeschlagen, was ihr Leben bloß verdorben haben, und haben besser gemerkt. Aber Busse ist Gott seine Gnade für deine Fehler. Und das ist ein sehr wertvolles Ding. Und so, in Offenbarung 2, Vers 5, da sagt Gott zu den Kirchen in Ephesus, er sagt, denk daran, wovon du gefallen bist, hier arm, und da war er, was du am Anfang deut. Na, weet je, hier sind diese 3 Dinge, von denk daran, hier arm, und da war er. Das sind 3 Dinge, was wichtig sind in uns Leben. Und so, wenn du am rechten Weg bist, weet je, diese Kirche, die sagt Gott, oder Jesus sagt zu dieser Kirche, je haben deine erste Leben verloren. Je wir mal in ein gutes Verhältnis mit mir. Aber irgendwas ist der Mann gekommen. Irgendwo sei je ein Weg genommen, was nicht gut wäre. Irgendwo haben sie ein Weg genommen, was den Weg leidt von der Leib Gottes. Und Gott gibt den Gnade. Er sagt zu ihnen, checkt mal zurück, von wo ich komme. Und dann wenkt Und dann da das Eva. Dort ist Gott seine Gnade. Dat Gott mir erlaubt, in meine Fehler, in die Dinge, wo ich mich verfuhr, und vielleicht einmal in meine Augen. Weet je, diese Dinge, die passieren in der Augen. Wir haben mal ein Leib. Wir gleichen uns. Wir können meist nicht lernen, was wir befreit werden. Aber nun sind 10, 15, 20 Jahre vergangen, da ist irgendwas passiert gewesen. Und wir sind nicht mehr ein Leib. Und dann sagt Gott, check 3, denk von wo du gekommen bist, weng an, und dort war er. Und dat is God zijn Gnade, wat die dort erlauben dat. Als een kind Gottes, wenn du die verforschst, und du bist wohin gekommen, vielleicht in deine Finanzen, in dein moralisches Leben, in deine Verhältnisse mit deinen Früheren, mit deinen Freunden, aber du bist wo du nicht was sein. Du bist wo du immer die Fähigkeit hast, hier will ich never haben. Aber nu bist du in der Richtung, wo du hast gegangen. Dann darf Gott die Gnade. Und er sagt, wen an, check 3 von wo du kommst, wo verforschst du die? Vor 3 und dann vor den Reich der Weg. Und so Busse ist Gott seine Gnade in uns Leben. Gott gibt uns, das Christentum ist ein Verhältnis. Weet je, das ist eine Gemeinschaft, was wir haben mit Gott. Das ist eine Gemeinschaft, was wir haben mit dem Heiligen Geist. Ich habe immer wieder gesagt, dass wir als Gott seine Kinder, wir, was im Glauben sind an Jesus Christus, wir haben den Heiligen Geist. Außen ein Partner können wir sein in uns Leben, als jemand, mit wem wir ein Verhältnis haben. So, er sagt, so wird das auch mit Jünd, die die Worte gehört haben, wodurch die gerat worden und an Arm glauben, dann teken Gott Jünd mit dem Heiligen Geist. Ich denke, was wir mal verstehen als Menschen ist, dass ein Mensch in sich selbst, ein Mensch in seiner Kraft kann nicht für Gott leben. Wir haben das bloß nicht in uns. Wenn immer wir das versehen, wenn immer dort ein Ziel ist, dann wo wir ein menschliches, religiöses System mit Regeln und Regeln und Regeln. Das ist was passiert, wenn Menschen in sich selbst wollen, ein göttliches Leben leben. Na, oder wenn sie wollen mit ihrer Kraft soll ich sein. Dass wir wollen ein göttliches Leben leben, das ist wichtig. Aber wir können das nicht mit unserer Kraft. Und das ist wo in Gott, die den Heiligen Geist gibt. So, das ist ein Verhältnis, was wir haben. Maar in dit Verhältnis mit dem Heiligen Geist, doordat wir einmal Dinge, die nicht recht sind. Und ich will ein Ding sehr klar machen von dir, dass unsere Stellung in Christus, der ist heilig, der ist vollkommen, der ist sinnlos, schuldfrei, sagt die Bibel. Wir sind Gott sein Kind.
Wir sind vergift von all unseren Sünden. Wir sind getätigt mit dem Heiligen Geist. Wir sind angenommen. Das ist unsere Stellung. Das ist nicht einmal unsere Erfahrung, aber das ist unsere Stellung. Und in dieser Stellung, da wir einmal Dinge, die nicht reich sind. Und Gott gibt die Bekenntnis für einen Lauf. Wir haben so Glauben einmal, dass wir bekennen, dass Gott uns vergibt. Und ich weiß, das kommt jetzt in der Vers, das 1. Johannes 1, Vers 9, wo das sagt, wenn wir unsere Sinn bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, und er vergibt uns unsere Sinn und er reinigt uns von aller Antugend. Aber der Vers, den braucht wir für Christen und wieso nicht? Wenn der Vers sagt, in den Anfang sagt er, dass wenn wir Gott verlieren oder wir sagen, oh, ich brauche nicht Gott, dann bleiben in Düsternis. So er redet von Menschen, die dort erkennen, sie sind Sünder und sie kommen nach Jesus. In andere wieder, er redet von Menschen, die sich bekehren, Menschen, die sich nach Jesus drehen. Und da vergibt Gott die Sünden, er reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und so wie den Vers fertig brücken, weißt du, dann müssen wir nachher anfragen, okay, haben uns gereinigt von aller Gerechtigkeit, aber für wie lang? Für eine Stunde? Wenn es dir einmal eine Stunde, was du die Ware versündigt hast. Aber das redet von unserer Stellung, was wir in Christus haben. Und so der Vers, der redet Personen, die Jesus nicht annehmen, die bleiben in ihrer Sinn. Aber wenn wir nach Jesus kommen, er vergibt uns, er reinigt uns. Und so wir sind nun in Christus, wir sind gereinigt, er hat uns reingemerkt von aller Ungerechtigkeit. Aber dann bereimel dann da wie Dinge in das Verhältnis. Und weißt du, das ist ein Verhältnis. Kriegst du es deine Eiche, oder ist es deine Familie. Das ist ein Verhältnis. Und bei einmal kommt da was mang, und dann ist du eine Decke lauf. Irgendwas ist da passiert, und das spaziert sich nicht mehr. Wir sitzen am Dash, aber das verteilt sich nicht mehr. Je wissen alle, von was ich rede. Wir haben alle diese Erfahrungen. Vielleicht einmal in unsere Kirche begehen wir so eine Dinge. Aber das ist eine Decke lauf, und da ist irgendwas passiert. Und so kann es passieren zwischen mir und Gott. Ich sehe auch vor, und ich kann mich vielleicht in der Wahl gewählt, ich sehe, wo Nengeroden, wo ich Gott mal will sein, aber ich sehe da angekommen. Und Gott gibt mir ein Bekenntnis für einen Lauf. Ich wünsche, wir würden das verstehen, dass wir dann nicht Sünden bekennen, zum Vergebung kriegen. Vergebung hast du in Christus. Aber du bekennst deine Sünden, und wenn du bekennen, meint bloß einfach, dass ich sage zu Gott, du wirst reich, und ich sehe auch reich. Und mir das leid. Und Dankeschön für mich vergeben. Aber weißt du, wir merken den Lauf rein zwischen uns und Gott. Wenn einmal, wenn ich mich versündigt habe, ich tue Dinge in meinem Leben, wo ich weiß, was Arrecht sind, ich sehe am Arrecht der Weg, ich will mich meist nicht mal nach Gott zu kommen, das betet sich so schwer, das fällt sich so, dass ihr betet, der in ihren Beinen, und dann kommen die Tränen, das fällt sich so, dass Gott es weit auf. Und so Gott gibt die Bekennen zum Lauf reinmerken. Nicht für Sündenvergebung, zum Lauf reinmerken. Das ist ein großer Unterschied. Ich habe vorhin gesagt zu meinen Studenten in der Bibelschule und in der Kirche zu anderen Menschen, dass wenn wir uns lernen, unsere Sünden bekennen, und dann ob einer steht, dass wir Frauen Gott hat uns vergibt, dann am Danken für das er uns vergibt hat. Wenn den Weg lehren wir uns zu denken, dass unsere Sünden sind vergibt. Na, wir sind mit wiedergekommen von Gott, oder das war zwischen gekommen, aber dort merkt die nicht, an der Rat können wir sagen, dort merkt die nicht, dass du nicht mein Kind Gottes bist. Du bist nicht ein Kind Gottes, und die Ursache, dass die dort bohrt, ist, wenn dein Verhältnis mit dem Heiligen Geist dort eine dicke Luft zwischen gekommen. Und du wirst gleich in der Weg. Und so Gott gibt uns bekannt für die Ursache, können wir sagen, dass Tim dat die Luft rein wird. Und Gott gibt uns Busse für Rechtung. Und das, was er sagt, zu der Kirche in der Offenbarung, zu der ephesischen Kirche, er sagt, die sind an der rechten Richtung gegangen, die sind am rechten Weg, so check drei Kiert an, vor drei, und dann fort der rechten Weg. Und so Gott gibt uns Bekenntnis für eine Lauf, er gibt uns Busse für Rechtung. Und wenn wir erkennen, wir sind an der rechten Weg gegangen ans Leben, dann können wir anwägen. Und wir können trägen in frisch empfangen. Das ist Gott seine Gnade für die. Und wenn du dich von der wohl befängst, dass du weißt, das dicke Luft zwischen dir und Gott, du weißt, das Verhältnis ist nicht so, es soll sein, und du weißt sehr gut, was das ist, vielmal weit wie krank, was das ist, vielleicht werden wir nicht tauschen, vielleicht werden wir dort nicht ändern, wenn uns ja das scheint, wir wissen sehr gut, was das ist. Und Gott gibt die Buße, von der er sagt, weng an, check drei weng an, vor der rechten Weg. Und so Buße ist Gott seine Gnade für die. Na jetzt soll das Leben als ein Leben, und wohnt wie lernen, und Gott seine gegebene Gerechtigkeit zu leben.
Viele sind das sehr erkennt, das erste Leben kommt von Gott. Und das erste Leben, was von Gott kommt, dann leben wir in Gott seine gegebene Gerechtigkeit zu leben. In deiner Stellung in Christus bist du reich. In deiner Stellung in Christus sind deine Sünden vergeben. Aber du kannst einmal dicke Luft zwischen mir und Gott kommen. Du kannst dicke Luft kommen zwischen mir und den Heiligen Geist. Und wir verteilen euch mehr. Wir gehen dann sozusagen in den Stich. Dort ist immer gleich in einer und anderen Sinne gehen wird. Aber dann darf Gott uns bekehren, Gott darf uns Busse. Und wir können dort reinmerken. Und wir können mutig wieder leben in unsere gegebene Gerechtigkeit. Und ich will an das Punkt, dass wir den sehr klar haben. Wir wollen nicht reich, wenn wir reich leben. Wir leben reich, wenn wir reich sind. Wir haben eine Stellung in Christus und das ist schuldfrei, das ist reich. Eine Gerechtigkeit, die für Gott jährlich ist. Aber in der Gerechtigkeit leben wir einmal reich. Und wir gehen einmal in rechte Weg und dann haben wir dort Trash mehr, und dann haben wir Busse tun, haben wir Anwendung, haben wir Trägung und wir können wieder lernen, in diese gegebene Gerechtigkeit zu leben. Wenn wir versuchen, uns selbst gerecht zu machen, dann sind wir immer in Trouble. Wir checken uns selbst, wir wissen sehr gut, dass wir nicht reich sind, wir wissen sehr gut, dass wir nicht schuldfrei sind, dass wir Fehler machen. Und du immer will klar haben, dass unsere Stellung in Christus ist anders als unsere Erfahrung. Na, das hört sich vielleicht funnig, wenn ich das sage, aber wir müssen dort erkennen, dass unsere Stellung in Christus, der ist vollkommen, der ist gerecht, eine Gerechtigkeit, die für Gott jährlich ist. Aber dann, in der Gerechtigkeit, da wir einmal reich. Na, weißt du, wie dann sind einmal wie arme Sünder. Wenn du ein Kind Gottes bist, bist du nicht mehr ein armer Sünder. Du bist nur ein Kind Gottes. Du bist nur heilig, du bist nur schuldfrei, du bist angenommen, du bist mit dem Heiligen Geist getekent. Nu bist du ein Kind Gottes, was einmal Sünde hat. Du bist nicht mehr ein Sünder, was einmal ein Kind Gottes ist. Das ist wieder fertig nachdenken, aber das kriegt umgedreht. In deiner Stellung bist du ein Kind Gottes. Aber du das einmal auch recht. Dann darf Gott die bekannten Busse, zum dort reich mehr. Na, das meint nicht, dass du musst die frisch bekehren, oder du hast deine Seligkeit verloren. Aber du hast dicke Luft zwischen dir und Gott. Und so ist es wichtig, da wir das klar haben, was das mit dort ist. Und so in Kolosser 3, da sagt Paulus, dass, wenn ihr nur mit Christus von Tod abgestanden sind. Na, weißt du, das ist der Grund für das ganze Kapitel. Wenn wir wollen in das Kapitel Dinge finden, was sich nicht christlich hören. Wir wollen in das Kapitel Dinge finden, was Paulus zu den Kolosser sagt, nur leichte Dinge auf, und wir wollen so denken, das ist nicht mal ein Christ. Aber er redet Christen. Er redet Söhne, wems Stellung in Christus vollkommen ist, aber er leben wir nicht. Und wir müssen den Unterschied verstehen. Wo Gott die sitzt und wo die lebt, sind einmal zwei Dinge. Aber wenn wir in Christus sind, dann sind wir mit Jesus abgestanden. Und dann sagt er, dann segnen wir dort, was boven ist, wo Christus bei Gott an der rechten Seite sitzen wird. In andere Worten sagt er, nur dass du mit Jesus abgestanden bist, nu fang an, so zu denken, was Gott hat. Na, wird ja das ganze Ziel, und was hier Luther in das Kapitel sagen, dass wir sollen immer da den leugnen, der uns gemerkt hat. Aber in das Wandel, in das, dass wir immer da den leugnen, der uns gemerkt hat, du merkst, wie Fehler machen, wenn wir sind Menschen, uns Fleisch und die Geist, die kämpfen sich, sagt Paulus in Galaterbrief. Und wir wissen alle, was das Kampf ist. Und wir wissen alle, wann wir uns verfahren haben. Aber wenn du mal belebt hast, dass du hast dich verfahren, du befängst die wo du nicht so sind, du hast dicke Luft zwischen dir und Gott, du bist von einem wieder weggekommen, falls ich so, und das beten halt nicht, dann darf Gott die bekehren, und er darf die Busse. Das sind beides Dinge aus Gott seine Gnade. Ohne dort, dann würden wir uns bloß über dem verbiestern. Aber Gott darf uns einmal waren nie lernen, zu kommen. Na, da meine ich, dass wir uns einmal waren bekehren. Das war einmal gedacht. Das hat mir war versinnig, eben das oder so aus, muss ich mir war bekehren. No, wir bekehren zum der Laufrennen. Wir tun Busse zum Rechtung ändern. Und so Gott mit seinem Geist schafft uns und er hilft uns in diese Dinge. Aber nur, dass die mit Christus abgestanden sind, weil wir dort im Denken haben, wenn die Dinge, was die Luther was sagen, die muss wie unter das neu stellen. Wir sind mit Jesus von dort abgestanden, nur liegt so zu leben, dass es nur arm liegt. So ich sage wieder, denkt an dort, was der Boden ist, und nicht an dort, was auf das Erde ist. Noch ein von den ersten Dingen, wo wir über Busse tun, das ist über uns selbst.
wie versuchen sie als Christen sein, wie versuchen sie als uns zu bekehren, wie versuchen sie als irgendwie mal heilig genug zu werden, damit Gott angenommen sein. Und so du musst von diesem als das erste wegwegen. Und bloß mal erkennen, dass das alle durch Gott kämpft. Jesuits Leben kämpft von Gott. Und so nicht bloß kämpft Jesuits Leben von Gott, aber das Wachsen in das Jesuits Leben kämpft auch von Gott. Hij geeft die zo'n dingen wat naar Jezus lijken, wanneer we am Lot. En zo, wie man wegwegen van het irdische denken. Ik zei eenmaal, deze wereld die draait om 3 dingen. Om geld, kracht en beroemdheid. En rein alles in deze wereld is topgeknakt met die 3 dingen. Deze wereld denkt aan geld, die denkt aan wat kan ik regeren, wat kan ik kracht en wat kan ik weer zijn. En zo wanneer ik mal zo'n grote trak had, zo'n tractor, zo'n huis, dan moet het met mij ook mal wat zijn. En dan barry we ons aan en barry en aan heeft alle te doen met geld en kracht en beroemdheid. En rein alles draait zich om die 3 dingen in deze wereld. En zo wanneer we in deze wereld leven voor die dingen, dan moeten we van Busse doen. Dan moeten we van wegwegen. Nou, weet je, we gebruiken geld hier, en geld geeft ons kracht, dat geeft ons vleesje wasser met beroemdheid. Maar een ziel is bij God. En zo wanneer we in Christus zijn, ons ganze Ziel is anders. Ons ganze Ziel, dat is nu een Himmelgerecht, niet nur dat sie eert. En zo dat is wat hij hier zegt. Maar hij redt van die, wat in Christus zijn, die wat opgestoten zijn met Jezus. Zo Busse für Rechtung. Want du hast eine rechte Rechtung kann in dein Leben, du hast eine himmlische Rechtung kann, du hast eine Weltanschauung, wo wir like a worldview sein, wir werden like, wo wir die Welt sein, wo wir das Leben sein, das mit aller top geknackt sein mit Gott und mit der Ewigkeit. Tim dort ändern, dann muss der Busse sein ans Leben. Wir müssen wegwegen von uns selbst, von unserer Kraft, von uns Geld, von unserer Kraft, von unserer Berühmtheit. Wir müssen dort wegwegen, um die rechte Rechnung zu kriegen. Und Busse meint, ich drehe mich weg von einem weltlichen System, was bloß mit Geld und Kraft und Berühmtheit zu tun hat. Ich drehe mich von dort weg und ich drehe mich nach Gott. Und so das ist der erste Staub für uns jetzt das Leben. Wir leben in dieser Welt, wir sein unser Nubers Leben, wir sein in dieser Welt und was die alle tun und wir wollen auch wer sein, wir wollen auch Geld haben, wir wollen auch reich sein und durch Kraft haben und Berühmtheit. Die ganzen Dinge, das hängt uns an als Menschen. Und Gott sagt, wenk davon weg. Darum meine ich, dass wir nicht so ein Geld haben oder reich sein oder so eine Dinge, aber wie man uns lernen zu denken an der Ewigkeit. Tag und Jahr warst du hier, wann viel. Und dann kommt die Ewigkeit. Und so für was habe ich gelebt? So Busse für Rechtung. Heute wieder, ihr seid gestorben und ihr Leben ist mit Christus und Gott verstärkt. Na weißt ihr, das sind so interessante Themen. Und ich würde von dir auch nicht sagen, dass ich angekommen, aber Paulus redet immer davon, dass wir sind gestorben zu uns sinnlichen System. Wir sind gestorben zu der sinnlichen Natur. Und wir leben. Und wir kämpfen damit. Und dann weten wir nicht, okay, was habe ich zu tun, like ich sie gestorben, aber ich lebe dabei. Das redet von deiner Stellung. Da muss ich verstehen, das redet nicht von deiner Erfahrung, das redet von deiner Stellung. Gott nennt die dort zu sein, wenn du in Christus bist. Paulus sagt in Römer 6, wir weten, dass uns alle Mensch mit am gekreuzigt ist. Und so Paulus, das ist Paulus sein Thema. Ich sie gestorben mit Jesus Tod, ich sie mit am Tod begraben, ich sie mit am Tod abgestoßen zu neues Leben. Und so das ist deine Stellung in Christus. Deine Erfahrung ist für ihn anders. Deine Erfahrung ist für ihn, dass du kämpfst mit Sinn. Deine Erfahrung ist, dass du hast dich verfahren, du hast dich versündigt, du musst zurückkommen, du musst Busse tun. Das ist unsere Erfahrung, aber unsere Stellung ist dort zu sein. Dort zu das sinnliche System. Getrennt von das sinnliche System. Gott hat die da rütgerat, hat die in seinen Rechten gesagt. Paulus sagt auf einer Stelle, wir sind von den Dievel seinen Recht rütgenommen in Gott seinen Rechten an. Dort, was passiert ist, du bist gestorben mit Jesus Tod. Und so in den Glauben an Jesus anerkennt Gott die, was gestorben zu dienen sind. Deine Stellung in Gott, der ist heilig, der ist schuldfrei, der ist angenommen, der ist vergeben, der ist getekent mit dem Heiligen Geist. Du bist Gott sein Kind. Und ich würde dir sehr zureden, wenn du ein Kind Gottes bist, du kennst Jesus, dein Erlöser, dann sei nicht mehr, ich sehe ein armer Sünder. Dort ist nicht, wo Gott die sitzt. Dort, wo du die sitzt. Dort, wo du die feilst, wenn dein Leben erst einmal so steht. Aber Gott sieht die als heilig, als schuldfrei, als angenommen. Das ist deine Stellung. Gott sieht die als dort mit Jesus Tod gekreuzigt, mit Amtum abgestoßen,
te niet leven. Sehr welche Leer in der Bibel, dat wir dort verstehen. Nou, ik weet dat is meest een beetje een geheimnis. Wenn wir sind dood, ob ich leben verfall. Ich sie dood te zijn, aber die verzegt mir haben. So, wir weten nicht, wo wir selber mit dort angehen. Dan moeten we dat sehr klar haben, dat die dood, wat de Bibel van redt, dat is die Stellung. Du leerst die nu immer alle door net te leven, aber dat is een leven, dat is een proces, dat is een wassen. Aber in dat wassen, je hebt de Heilige Geist die Kraft. En zo alle mensen met hem top gekriegt. So, wir sind gekriegt. Der alle Mensch ist gekriegt mit Jesus top. Wir sind gestorben mit ihm top, durch den Glauben an Jesus Christus. Dann sagt er wieder, gut so, halt ihn dafür, dass die für den Sinn tot sind. Und jetzt wollte ich sagen, hol die nicht mehr für den Sünder. Hol die nicht mehr als für das arme Sünder, wo wollte ich noch mal merken. Hol die dafür, dass du bist den Sinn aufgestorben und je doller du diese Stellung in Christus verstehen kannst, dass das, wer Gott sagt, du bist, das, wo Gott die sieht, gestorben zu Sinn, je doller wir das annehmen, je doller wir das verstehen, je weniger leben in Sinn. Aber das hat zu tun mit, wo wir das anchecken, wo wir das verstehen. Wenn wir bloß einmal uns arme Sünder an, und oh, ich arme Sünder, und ich sehe auch so schwach, und ich kann das alle nicht, das ist wie Ferien reden, das ist nicht, wo Gott die sieht. Und so Gott sagt, hol die dafür. Check mal an die so an. Wenn du ein Spiegel checkst und du sitzt die da, dann sei mal zu die, du bist gestorben zu sein. Und weißt du, wenn wir dort in uns Kopf und in uns Herzen entstehen, dort gibt die eine Kraft, um dir in den Sinn stehen, was die versehen wird. Wenn du bist dort gestorben, du bist dort rausgegangen, du gehörst du nicht mehr an. Dort wir mal den Leben, dort wir mal den Wuter, wo du beim Schwamm bist, aber du bist dann nicht rausgenommen. Und so werden wir das sehr klar haben, dass wir sind Gott seine Kinder, was einmal sind, wir sind nicht arme Sünder, was einmal Gott seine Kinder sind. Das ist umgedreht. Und so das ist die Stellung in Christus. Und dann sagt er, aber in Christus Jesus lebendig vor Gott. Hol die dafür, dass du bist Sinn aufgestorben. Hol die dafür, dass die Stellung in Christus ist schuldfrei. Und hol die dafür, dass dein Leben ist nu in Jesus Christus. Das ist ein Glaubensding. Ich weiß, uns Leben sitzt einmal nicht so. Ich weiß, wie viel uns da fährt. Ich weiß, wenn wir uns selbst checken, dann merkt das schon sein. Lehr die so anchecken, als Gott die sieht. Nicht so, dass du die selbst sitzt. Und da werden sagen, unsere Stellung in Christus ist anders als unsere Erfahrung. In unserer Erfahrung, da wir am rechten Dinge. In unserer Erfahrung, bevor wir am rechten Weg. In unserer Erfahrung sind wir wohin gekommen, wo wir never wollen sein. Und dann kommt Gott mit seiner Gnade und er sagt, komm frei. Weng am. Check von wo du gekommen bist, hier am. Und dort war er. Das ist, was der verlorene Sinn deed. Und er kam Tränen vor, und der fuhr ran in den Jane, und die hatten fast. Wir würden vielleicht dann nicht mal dort sein und sagen, meinst du das wirklich so? Oder hast du nicht all deine Sinn bekannt? Oder all so eine Dinge steht. Das ist, was wir für unser religiöses System haben. Aber Gott rannt die entgegen mit offenen Armen. Wenn du bist sein Kind, du bist schuldfrei in deiner Stellung in Christus. Aber dein Leben hat die Weiche gebracht von vorher. Dein Leben hat dicke Luft zwischen dir und Gott gebracht. Aber nicht kommst du drei. Und du sagst zum Vorher, ich wie arg, du wirst reich. Und die Luft wird reingemerkt. Und die Vorher, die lagst in den Arms herum, die jeft in den Ring, die jeft in die Schau, die jeft in die Master Kolf. Das wird du bist in Christus. Halt dich dafür, dass die Sinn aufgestorben sind. Halt dich dafür, dass du nicht in Christus lebendig bist. Sehr wichtig, dass wir das leben, dass wir das annehmen. Er sagt wieder in Galater 20, ich sie mit Christus mitgekriegt. So, das ist selbst ihr Thema. Er sagt in Römerbrief, er sagt in Epheserbrief, er sagt in Galaterbrief, das ist Paulus sein Thema. Ich sie mit Christus mitgekriegt, dass sie eigentlich nicht mehr ich, der lebt, dass Christus, der in mir lebt. Und das ist, was meint, jässlich wasen. Immer dalle den Littnen, wie die gemerkt haben. Aber für die das kostet, musst du dafür holen. Musst du das mal annehmen, dass deine Stellung in Christus ist. Und nu leer du beim Leben. Das ist ein bisschen so, ich brauche einmal das befriede Leben als ein Beispiel von das. Meine Frau und ich, wir befrieden uns mal in einem Tag. Wie wir ein jungen Mädel, wir gingen in die Kirche nehmen und da wird uns top getreten und gingen wir raus aus Lied. Na, das sind alleine 30 Jahre 3, aber von da wieder lehren wir uns, in unserer Stellung zu leben. Weißt du, wie wir ein einmal Lied.
Mag all die Fehler, was wir merken, mag all die Dinge, was wir nicht verstanden, mag all die Dinge, wo wir verschieden dachten, aber wie wir in immer lied. Aber wir lehren uns, in unserer Stellung zu leben. Und wenn je ab ans Tag, du wird unsere Stellung wird befreit. Wie wir nicht befreit, wenn wir mal taub anfangen zu leben. Wir fangen an taub zu leben, wenn wir befreit werden. In Kriegsgeschaft und ans erste Leben. Den Tag, wo ich Jesus annehme, dann wird meine Stellung in Christus, die wird heilig, schuldfrei, ungenommen, verjäft. Je teilt mein Heiliger Geist, aber dann lieg du bist zu leben. Aber halt dich dafür, dass du befreit sind. So zu sein. Halt dich dafür, dass du in Christus bist und dass du hast Leben in Christus. So ich sage wieder, das Leben, das ich hier im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an Gott sein Sehen. Dem ich Gott wird in sich selbst für mich helfen. So das ist ein Leben im Glauben. Das ist nicht ein Leben, was wir immer so dort beleben, wenn wir tun rechte Dinge, aber wir machen den Glauben festhalten, dass wir sind in Christus, unsere Stellung ist in Christus. Und Gott sieht die aus gestorben zu sein, Gott sieht die aus sein Kind. Und wir wollen uns lernen, dort anzunehmen, wir wollen uns lernen, dort zu sein in uns Leben. Und dann geht er wieder in Kolosser 5, er sagt, du merkt alles in den Tod, was von der sinnlichen Natur kommt. So, nu wollen wir hier so Dinge sein, was nicht christlich hören. Aber denk daran, redet zu sein, was mit Jesus hat abgeschlossen. Und wenn du in ein von diesen Dingen lebst, ich werde bosig übergehen, aber wenn du in ein von diesen Dingen lebst, dann gibt Gott die Gnade, er sagt, wenn ja, kommt rein. Und so das erste ist Hurerie. Ich meine, Hurerie in dieser Welt, das ist ein großer Thema, schrecklich viel Geld, ben, schrecklich viel sinnliche Dinge mit verbunden. Und so, er sagt, zu den Christen, er sagt, wenkt er von Hurerie. Das ist von wo sie kommen, die Heiden. Und oft ja, das ist das sexuelle Leben, sonst wir uns meist nicht mal feststellen können. Dort, wo sie rauskommen, nu sagt Paulus, okay, nu dat die zu Gott gehören, nu dat die gestorben sind mit Jesus, nu dat die abgestoßen sind zu nicht leben, nu wenkt er aus das Leben. Uit Anreinigkeit, haft mir das alles gedenkt dann, aber bloß ein anreinigtes Leben, sinnliche Leidenschaften, alle haben beise Dinge mitmerken. So, er sagt, nu wenkt das Dinge aus. Beise Lust. Wir können hier Pornografie nennen oder all so eine Dinge. Und so, wir leben einmal mit dieser beise Lust und das sind alle Dinge in der Welt, was uns anhängen. Und so, Paulus sagt, Jesus Gott seine Kinder. Da, was du der Stellung in Christus hast, nu wengt rüht aus diese Dinge. Nu verlot hij sagt jiets, en hij sagt jiets is Christus jetterdein. En so wann wir in ein von diesen Dingen sind, und wir sind auf das Weg uns verfahren. Vielleicht bist du jung und du hast ein sexuelles Leben mit weiß nicht wie vielen Menschen und du verdorfst dein Leben. Aber du bist ein Kind Gottes und der Geist Gottes, der Mond, die in der Luft ist, dick zwischen dir und Gott. Dann komm da raus. Oder du bist in Anreinigkeit, oder in beise Last, oder in jiets. Alles dreht sich bloß um die. Und Gott sagt von dir, komm drei. Check mal, von wo du gekommen bist. Check mal, was du mir annimmst. Und wo Frauen, wo rein dort wird zwischen mir und die. Und nu hast du Leute, diese Dinge dort zwischen kommen. So komm drei. Ich gebe die Gnade, ich gebe die Busse. Und so Busse, freie Rechtung. Und so, wenn du was wegwängst von Hurerie, von beise Last, von allerhand beise Leidenschaften, von Jiets, dann meint es wegwängst. Dann meint es vielleicht mal stillhalten und drei fahren und dann rechter weggehen. Und Gott gibt dir die Gnade. Er sagt wieder, wir als Grund werden so was Gott in euer, über die kommen, die nicht gehorchen. Weil diese Dinge, die sind euer Gott in euer, aber wir sind nicht mehr euer Gott in euer, wenn wir sind sie nicht Kinder. Und er will die drei haben, und er sagt, komm drei. Und dann sagt er, so was mögt ihr mehr. Und so was mögt ihr mehr, als die dabei leben. Aber nu sagen wir doch nicht mehr. Morgen dort, er sagt, so was mögt ihr mehr. Dort wir mal so dort, aber nu sagst du es nicht mehr. Wenn du bist ein Kind Gottes. Und wenn du die nur doch befängst, dann darf Gott die Gnade. Und er sagt, komm drei. Da Busse. Aber nu lag so wird auch alles auf. So, nu haben wir noch eine Liste von Dingen, wo wir auflegen. Sich euren. Some Menschen haben große Euren, das ist immer alles zum Euren, zum Pflegen, zum Chielen. Und du als ein Kind Gottes, like das ist jeden Jessen, Gott sagt, komm da raus. Ich will dich halten, komm da raus. Er grauen, hab auch mit euer zu tun, mit Betten und Schleich sein. Like bloß einfach da sein über Menschen tausaten, Menschen schlecht behandeln, spotten. Boy, das ja ins Allerschein, nicht mal über wem lachen oder utplüdern und spotten, so eine Dinge. Niedertragen und beleidigende Werte in Müll. So, das sind Dinge, wo ein Christ soll rütwingen.
Dan laat mich noch einmal sagen, hij redt zu dir, wo mit Jesus gestorben sind. Hij redt zu dir, wo mit ihm abgestorben sind. Wat aber noch Trouble hat mit some von diesen Dingen. Nou, ik zeg je het eerst, dat wanneer deze dingen in ons leven zijn, dan denk wel eens, dat is niet mal een Christ. Aber einmal erlauben wir uns Gott nicht können, uns einen Weg zu gehen, was er ist. Und dann sagt Gott zu uns, da ist der Heilige Geist in uns, er sagt, komm, wir wollen den Lauf mal reinmerken, weil wir uns Verhältnis mal wieder steuern. Und wisst ihr, das ist gut, dass diese Dinge, die einmal futzen, nicht Christ merken, oder da muss die wieder bekehren, das ist nicht der Punkt. Aber wir wollen mal den Lauf reinmerken. Wir wollen das bekehren und Busse tun, den Lauf reinmerken, und wir mit Gott in Verhältnis haben. Er sagt, dort nicht euren legen. Und so sie mussten durchkommen mit Lehen. Die haben den Aulet echt mit seinen beiden Türen worden aufgelegt. Das wird du bist in Christus. Das, was mit dir passiert ist, das ist deine Stellung. Nu lebe du ben. Leer die du ben leben. Wenn du bist aufgefallen, du bist gestorben zurück. So Busse für Rechtung. So du wirst nicht mehr dull sein, du wirst nicht mehr lehen, du wirst nicht mehr dumm sein zu Menschen, all die Dinge. Dann sagt Gott, wenn an, komm komm nun vor. Und ich will die vergeben, ich will die reinigen. Und die haben eine neue Natur angenommen. Und das ist, wer wir in Christus sind. Er sagt, eine neue Natur angenommen, die immer da dem liegen, der uns gemerkt hat. Das ist das Ziel. Das ist, wo wir hin wollen. Und dann sagt er, die sind von Gott gewählt und heilig. Und er ist Gott als Sohn von Gott beschenken. Morgen das Lied. Lot von Gott beschenken und tragen Jesus in die Eigenschaften an. Und ich wollte uns hier ein paar Dinge geben, was es meint, so leben als Jesus tut. So, wenn wir in Hurerie sind, bei diesen Leidenschaften und Jitzen und Ohren und all die Dinge, dann sagt er, komm, wenn mal von den Weg rauf, dann kann man herwenden und dann lut die von mir beschenken. Wenn wir mal den verlorenen Sehen nehmen, wer beschenkt den Sehen? Wer jäuft den mal waren volle Reich zum Tüssen und zum Fasthand? Er hat seine Ring aus dem Sehen. Er hat nie Kleider, nie Schau. Wer da dort? Der Vater beschenkt ihn. Und das ist, was Gott mit dir tut. Wir denken einmal, okay, dann wollen wir mal so viel beten, dann wollen wir das aufleiten, vielleicht wird Gott mir einmal was annehmen. No. Wie kommt Tränen und Fuhrer von unserer Hurerie, von uns beiset Leben? Wie kommt Tränen von uns Ohren, Jitzen, all die Dinge? Und der Fuhrer, der beschenkt uns und der merkt uns mal, war ganz frei. Und das ist keine dicke Lauf mehr, wir sind angenommen, wir haben mal war alles drei, wo wir es Gott nicht kennen, was uns ist. Und so Ludwig beschenken von den Fuhrern. Dann sagt er sich von Horten erbarmen. Mitleid haben mit Menschen. Freundlich sein. Das ist jenseits von böse Lasten. Feindlich sein und ehrlich und all so Dinge. Demütig. Sanftmütig. Und geduldig sein. So das sind Dinge, was Gott dir will geben. Tragen Jesus seine Eigenschaften an. Verbraucht einer den anderen, verjäft einander, wenn wir eine Klau den anderen haben. Einmal wir als Menschen, wir verdorben unsere Verhältnisse, in unsere Ehe, in unsere Freundschaften, mit Menschen, vielleicht in der Kirche oder im Dorf, was immer das ist. Er sagt, verjäft. Weil wir sind nicht vollkommene Menschen, so dann braucht das Verjährung. Aber das ist, was Jesus mit dir tut. Das ist, wer er ist. Dann so es der Herr verjäft hat, so muss die auch verjähren. Und so das sind Jesus seine Eigenschaften. Er sagt, tragen die an. Das ist, wer ihr seid in Christus. Und immer alles sieht leiftulich, sodass alles zu einer vollkommenen Einigkeit verbunden wird. Und welches Lied? Busse für Rechtung. Jetzt das Leben kommt von Gott. Aber du hast Jesus angenommen. Du hast jetzt das Leben. Dann sagt Gott nicht zu dir, hol dich dafür, dass du die Sinn aufgestorben bist. Hol dich dafür, dass du hast eine Stellung in Christus, der ist vollkommen. Du hast eine Stellung in Christus, der ist schuldfrei. Na, in deiner Erfahrung, dass du einmal rechte Dinge, in dein Verhältnis mit Gott, das wird so mürzerig vielleicht, oder das dicke Luft zwischen dir und Gott. Aber du kannst zurückkommen. Gott seine Gnade, gibt die bekannt in Busse. Und das sind beides positive Dinge. Na, das meine ich, dass du die frisch bekehrst, aber das meint, dass du kommst zurück und du wirst dein Verhältnis mit Gott mal wieder reinmerken. Vielleicht befängst du dich auf dem Weg, wo du Gott willst sein. Vielleicht bist du in Hurerien angerufen, du bist ein Kind Gottes, du hast Jesus angenommen, aber du fühlst dich so gerissen, du fühlst dich so zu sieder, du fühlst dich so weit weg von Gott, wenn du das Leben, was du lebst. Vielleicht bist du
böse Lust und böse Leidenschaften, oder du bist ehrlich. Ich meine, deine Wort in der Familie, die Kinder in der Früh, das ist bloß ein Wort in die. Aber du bist ein Kind Gottes. Du hast Jesus angenommen. Dann erkennt du, dass in deiner Stellung bist du nicht ein toller Mensch. In deiner Stellung in Christus sind deine Sünden vergeben, denn Gott hat dich angenommen. Und nu frage ich Gott, dass du wirst zurückkommen, dass du wirst Busse tun, und du wirst dich von Gott beschenken lassen. Und du wirst Erbarmen haben, du wirst Mitleiden haben, du wirst Freundlichkeit haben, du wirst Geduld haben. Und einmal wird das Leben zwischen dir und Gott zwar rein. Und wenn das zwischen dir und Gott rein ist, dann wird das rein zwischen dir und Menschen. Aber das ist so wichtig, Lied, so wichtig, dass wir das erkennen, dass das Leben kommt von Gott. Und die Kraft kommt von Gott, der Glauben kommt von Gott, weil Gott will dich beschenken. Und er hat dich beschenkt. Nimm das an, glaub das, lebe in den Glauben. Das ist, was Paulus sagt, ich lebe nu im Glauben an Jesus Christus. Weet je, Paulus wird gleich ein vollkommener Mensch. Ich glaube, den wird dann auch einmal heute hängen am Koller. Und dann einmal da Dinge, was vielleicht gleich reich werden. Aber er Gott sein Kind, Gott geht für arm, bekannt und Busse, zum der Lauf reinwerden und zum Rechtung ändern. Und so wenn wir das annehmen, dass wir sind in Christus, du sind wie schuldfrei, wir sind heilig, wir sind angenommen, aber in der Stellung, du wirst Menschen einmal rechte Dinge. Du das Sinn aus dem Kind Gottes. Du bist nicht mein Sinn, aber das, was du das. Und dann darf Gott die Gnade, er sagt, komm rein. So, ich will dir Mut merken, wenn du so eine Dinge sind in deinem Leben, und wir haben bloß ein paar von dir abgenannt von dir, du sind vielleicht viele andere Dinge, aber du kämpfst und du bist mutlos, oder du fühlst dich so weit auf von Gott, dann sagt Gott von dir zu dir, komm rein. Kann mir das vertellen, das bekannt, bekannt meint bloß einfach, Gott, du bist reich, ich sehe reich. Und dann wen war ich von den Weich? Kommt rein aus den Schweinstall raus, gut rein und fuhren. Und der wird die halten, der wird die in die Master Kolf geben, der wird den Ring, der wird die Show, der Fuhrer wird die beschenken mit Jesus seine Eigenschaften. Wenn wir noch beten. Ziemlicher Fuhrer, vielmal Dankeschön, dass du uns bekannt hast und du gibst uns Busse. Das beides Port von deiner Gnade, Fuhrer. Und ich bete, dass du uns halten zu verstehen, dass in unserer Stellung in Christus, du selber Gott seine Kinder. Und nu help du uns durch dein Geist und mit deiner Kraft so zu leben, als Gott seine Kinder leben. Und Herr, wenn wir uns versinnen, als deine Kinder, und unser Luft zwischen uns und die ist so dick, und wir fallen uns so weit weiter, wir fallen uns nicht dicht bei, dann help uns zurückzukommen. Und ich bete für jede Person, die das hier, vielleicht hat er ein Denken in ihr Leben, was er von dir hat wahrgenommen. Sie sind dein Kind, vielleicht, sie hat die angenommen, sie hat Stellung in dir, aber er Erfahrung hat entwickelt. Dann freue ich, dass der Heilige Geist ihnen Kraft geben zum Zurückkommen. In das Verhältnis treistellen, die Lauf reinmerken und wachsen in uns Jesus Leben. Wir beten in Jesus Namen. Auf Gott ihn sehen. Wir haben eine sehr gute Botschaft gehört von Pastor John. Und vielleicht hast du somebody von euch, was das hier gekickt und die sagen, ich habe noch nicht mal den ersten Staub genommen, wo ich Jesus angenommen habe. Wie wir gleich die Gelegenheit zu geben, von der aus der Zeit, von der kostet down. Und das ist die wichtigste Entscheidung, was du kannst merken in das Leben, und wie wir bis die tun, wenn du das noch nicht hast getan. Ich will das mit die Taub down, ich will das Gebet beten, dass du kannst Jesus annehmen als Herr und Heiland in dein Leben. So ich will mit die Taub beten, und wo immer du bist, vielleicht bist du mit einem Partner bei sie, oder vielleicht bist du allein, wo immer du bist, betet Gebet mit und nimm Jesus von dir an. So will wir Taub beten. Jesus, ich danke dir, dass du mir gut bist. Ich danke dir, dass du bist für mich gestorben. Ich sage das von dir, mir fehlt das an dir. Ich nehme dich an als mein Herr und mein Heiland. Ich danke dir, dass du mich ganz frei merkst, dass du meine Sünde wegnimmst und dass du mir die rein merkst. Dankeschön, Jesus, dafür für mich annehmen als dein Kind. In Jesu Namen. Amen. Hey, vielmal Dankeschön, wenn du hast das Gebet und du bist froh, wie was du hast es getan. Wie frei uns mit dir. Du bist nu auch in der Familie von Jesus. Und ich freue mich, dass du das hast getan. Und ich würde gleich, wenn du willst, uns weiterladen. Hier ist uns Kirchennummer. Kannst uns weiterladen. Schreib uns an das Nummer. Lad uns weiter von wo du bist. Wo du bist, dass wir die können wiederhalten, dass du was kannst. Wenn du hier sitzt in unserer Area, wo du dich bist, und du wirst die Leute taufen, wir können die helfen mit dort.
En wie kan die kopen dat die wieder Wasser kosten, meer van Jezus kost leer. So bis vielmal Dankeschön für Beruf sein en Jezus aannemen van jou. Wie waren een paar andere dingen nog even gaan. Ik wil je een paar zeggen hoe je kan geven. Nu dat de kerk toe is, hier zijn een paar wegen waar je geven kan. Eén is, je kan krijgen van jou naar de kerk komen van klok 11 tot klok 12. Dan zijn een paar van onze diakonen daar en je kan dat geld doorgeven. Eerder wanneer je wel daar gewerkt naar de kerk office komen en je wil dat hier bij de office geven, je kan dat doen. Je kan zijn, ik zie hier in een studio. Je kan krijgen hier aankomen, hier wat we zijn eruit. Dat je kan dat geld hier geven. De office zijn ook van 8:30 tot klok 12 op middag en dan van klok 1 tot klok 5. En het andere is ook wanneer je van wieder af bent en je wordt gleich ook te geven. En je hebt deze tijd vielleicht een geld plus top gehouden. Je kan dat top houden, wat je hebt aan je dag aangeven. En wanneer de kerk is opgeet, dan kan je dat daar naar de kerk brengen. Bis some way waar je kan de kerk in je starten. En bloß dat het alle am draaien blijft, dat de kerk er weer gaat. Een goede ding wat ik jullie kan zeggen is de Meier voor Jezus, de fase nummer 2, de tweede stap wat we daar nemen. En de Meier voor Jezus, dat is de vloer fixen in de kerk. En ook de screen ganz fixen en some van de dingen en sonido daar fixen. Dat is wat we nu krijgen met schaffen. Er zijn contractors bij de kerk en die schaffen deze werk door zij. En we kijken verder weg, terwijl de kerk opgaat. Dat het dan wat alle vorig zijn, wat de nieuwe vloer zijn. En dat wat van binnen een beetje veranderd zijn. So we schaffen er weer mutig wieder, even wanneer de kerk ook toe is. En we vrijen ons voor al jullie in Stattung. En dat Meier voor Jezus project wat dat hier in Stadt. Ons motto gesproken. Wat ook geven dan, jeder zondag oder jeder werk. So dankzij voor jullie in Stattung. En de kerk is dat zo methelpen. Nog een ding meer wat je kan doen is metwerk. Zo dan hebben een service. En wat de aanbedingstijd zijn, wat een goede boodschap zijn. So je kan waar aan zijn op YouTube en op Facebook. So wanneer je dat nog niet gaat doen, ik merk je het moet, kan je wellicht door gaan ans checken voor den service aan metwerk zo is. Dit zijn al die bekendmerken wat er zijn te vandaag. Ik spreek plus een zijn over jullie, beschützung over jullie. Dus een goede zondag wanneer je met jullie familie top zijn. Ik hoop dat je neemt je tijd om dat je kan uitdrijven. En ik wens jullie plus God te zijn. Wat waar zijn.